Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Jo, wir müssen immer noch Estelle retten. Deswegen gehen wir jetzt hier durch den Wald. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ja, genau, Wälder von Koi. Und ja, versuchen zur Hauptstadt irgendwie zu kommen. Und kann ich den einfach... Ja. Kann ich einfach umgehen. Und dann versuchen wir sie mal zu retten, ne? Will ja jetzt nicht gegen jeden Billiggegner kämpfen. Bringt auch nicht wirklich viel. Wie komme ich hier runter? Don't know. Ah, hier. Frag mich, ob man von hier in die Festung reingehen kann. Von der anderen Seite ging es ja nicht. Ja, tatsächlich. Hey, why are we stopping here? I heard the knights were gathering at Date on Hold. Flynn, right? But this place is completely deserted. Looks like we missed him. I wonder if he's headed to the capital. Then we might run into him on the way. Ugh, whatever. If we're done here, can we hurry up and get moving already? Yes, ma'am. Dieser Platz ist komplett verlassen. Und plötzlich ist es nicht mehr. Okay, ich denke mal nicht, dass wir hier dann irgendwas machen können, oder? Angeblich hätte man hier eine Nebenquest weiterführen können, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht getriggert habe, sagen wir mal. Sowieso, es gibt hier verdammt viele Nebenquests, von denen ich nichts weiß. Hallo Duke. You? Stehst du denn hier schon wieder rum? Seems you were not able to stop her. What are you talking about? We're just getting warmed up. Now you just sit and watch like a good boy. Yuri, don't be rude. He lent us the sword. Yeah, you're right. Why? Why what? Why do you smile at a time like this? I'm just a wild and carefree kind of guy. Foolishness. Can't help it, I guess. I was born like this. Let's go. We can tell. On the outside, he might not get angry or flustered or cry, but we can tell. And right now, he's so frustrated it's all he can do not to scream. But Yuri keeps all that hidden away, so it looks like there's nothing wrong. And for me, now, when I see no hope at all... Carol, what's the holdup? I'm coming! Why are you telling me this? Yeah, you're right. Someday I'll tell him myself. Someday. True friendship. However, the time will come when hope turns to despair. Ja, der wird bestimmt noch mal der Final Boss werden oder so. Dann hat es ja sogar tatsächlich ein bisschen was gebracht, dass wir jetzt hier nochmal waren. Vielleicht. Eventuell. Ich weiß es nicht. We shall see. Könnte hier auch nochmal einen Speicherpunkt anlegen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass wir noch genug Möglichkeiten haben werden zu speichern. Im nächsten Bereich. Well, if it isn't the Imperial Knights, I guess they're getting ready to invade the capital. But it looks like they're at a standstill. I wonder if something's wrong. Oh yeah. Yuri, wouldn't it be great if Flynn came with us? Did you forget that he's leading the knights? I really doubt there's any way he could come with. As soon as the scouts return, gather all of the lieutenants. Yuri! Everyone!
Thank goodness you're all right. Her Highness must still be in Zaphias, then. Yeah, for now at least. What are you doing out here? The Royal Guard has taken up their positions ahead. We're just waiting on the scouts I sent to observe the enemy forces. Captain, you don't have the time to be speaking with... No need to worry. We don't plan on staying long. You're going to the capital too? Yes. There's something I'd like to discuss alone with you. Do you mind? Captain! It's fine. I'll be back soon. If there are any movements, be sure to notify me. Let's go. Prince Yoder informed me of what's been going on. About Lady Estelle's powers, too. If it really comes down to it, you might have to. Hey, the whole reason we're going to the capital is to prevent that from happening. I know that. I'm only talking about the worst-case scenario. I've already made my choice. Or have you forgotten? No. I remember. I'm prepared for the worst, but I'm going in the hope that it can be avoided. What are you going to do? I've been thinking about this for a long time now. What is a law? What is a crime? Where is the line between right and wrong? After much consideration, I came to the undeniable conclusion that such a clear distinction cannot be made. Even now, my belief that we all need laws hasn't changed. But even so, I cannot... That's why I hoped that we could make a world where we wouldn't have to keep repeating the same mistakes. Yet look at what's happening now. Then why not come with us? The capital's full of air, so your knights wouldn't be able to enter. But if you come with us, even if we can't get everyone through, we might be able to manage some of them. De Nomos, huh? Honestly, I don't know what's going to happen from here on out, so you're going to have to decide for yourself what to do. Excuse me, sir. A large group of battle machines has emerged from the enemy lines. The numbers are staggering. What? Ja. Viel Spaß. Oh, Yuri! We're in big trouble! How could they have been hiding so many of their forces? It looks like we're going to have some difficulty breaking through that. Some? No, that's gonna be brutal. By the time we get to the capital, we'll already be half dead. It's not like we have to face those things head on. Patty, do you see any way around them? There's nothing but enemies anywhere I look. I have a feeling it might be impossible. But we're so close to the capital. They've started to move. They're coming this way. Hey, shouldn't we withdraw back to the hold? Captain. Yuri, are you going to the capital to stop Alexei? And to save Her Highness? Yes. Yeah. Then, no matter how this ends, I believe that what you've decided is the best possible outcome. Flynn. You should go. Knights! An enemy battalion stands before us, and Alexei lies in wait behind them. I won't tell you this will be easy, and I understand if you want to flee. But I want you to remember what it is that we must do. What it is that we're protecting. We're knights. With our swords, we protect the people. I will not force any of you to fight. But if you share the same spirit as I do, then let us fight this battle together! Flynn really is amazing! Imperial Knights, straight ahead! Let's head for the capital. A double sigh? Knock it off. We have to make up our minds about Estelle. From what people who fled from the capital said, it's probably already too late. Stop it, don't say that. I think Yuri has decided where he stands already. How would you know that? You mean,
The reason he tried to go alone was... We have to make up our minds, too. I know what we have to do, but still. I don't care what rock you crawled out from. Bring it! Distraction! Oh, disturbing power now unleashed! Meet that judgment upon the evil before me! Violent pain! Oh, insidious... Dann wollen wir mal. It's hard to believe we're really in the capital. This is so horrible. The plants are all overgrown. It's gotta be the air. It's so dense. Too much of this stuff would kill anybody. We'd definitely be in trouble without that sword. Yeah, stick close to me. Especially you, old man. Hey, I've been on pins and needles since we got here. Hold my hand, would you? Give me a break. Hold my hand. I'm not letting you run away anymore, Yuri. Give it a rest. I'm not going off by myself anymore. Look! Monsters got in here! How? The barrier is back up and running fine. They look like they're going crazy, like the ones we saw back at Cave Mock. Yuri, what is it? Huh? Oh, it's nothing. Let's go. We can't keep Estelle waiting. The lower quarters at the bottom of that slope. It's his home. It looks like it's been overrun by the plants. Hey, What's up, old man? I want to hear what you're planning. You know, about Estelle. We're all floating in the same boat, right? Care to share? I'm not sure I won't lose my nerve if I start talking about it now. You're just gonna have to bear with me till the time comes. You're prepared to do what's necessary, but you haven't given up hope. That about sums it up. I guess that's your style. But don't try to take it all on by yourself, all right? It's weird hearing kind words from you, Raven. True enough. Ich frage mich, ob das starke oder schwache Monster sind. Achso, ich darf schon wieder steuern. Ja, das ist komplett Cutscene oder so. Dicker, fetter Bär. Damn, it shut up tight. Look up there! I might be able to squeeze through. Nice. You can go through there and open it from the other side. We're counting on you. Hey, we're out of time. Why don't we just blow it open? Just because there's nobody out here doesn't mean nobody's in there. It'd be a pain if we were discovered. The air is all over the city, isn't it? It's gotta be in the castle, too. Alexei must have taken some sort of precautions against that. Oh, Carol did it! Got it! Everybody hurry! Good work. Okay, this is it, folks. Dann wollen wir mal. Hinein in das Schloss. Ich meine, wir haben dieses Dungeon schon mal gehabt, aber jetzt ist es größer. There's no air in here. He must have figured out how to use Estelle's power to do this. It may have been that the outer barrier was to keep the air in. That hunch you had is looking more likely by the minute, old man. We're gonna have company before long. Why is it I'm only ever right about the bad stuff happening? If you only think negatively, only bad stuff's going to happen. So just think positively. Well said. I'm sure you're right about that. I've always thought of myself as an optimist, to be honest. It's not like saying that now's gonna change anything. We gotta brace ourselves and push forward.
Yeah, those bogus knights who've sided up with the bad guys don't stand a chance. Aye! It's too bad in a way. I finally get to see the castle, but not for the reason I was hoping. The capital's like this, and Estelle's power's been released. The world might be done for. Oh, the gloom. Rita, darling, how can you be so gloomy? Okay, first, never call me darling. Second, excuse me for not being as optimistic as you. Hey now, old Raven's not without his own worries. Oh, really? Sure, but what's the point of getting all down? We're doing all we can to make this work out, right? You just gotta believe in yourself. Wait, that's basically a Rita trademark, ain't it? Okay, fine, you're right. Oh, how could I let you outsmart me? There now, there's hope for the world yet. As long as our little genius doesn't lose that attitude. Okay. So, wo muss ich denn jetzt als erstes lang? Links oder rechts? Ich höre jemanden da drüben. Vielleicht die Ritter? Die waren nicht rasend. Gehen wir und sehen wir nach. Also ich darf nicht hier hin, ja? Okay. Wenn es denn sein muss. Das Spiel so, nein, du musst so durch das Dungeon gehen. Oh. Ja, die mir auch denken können, dass hier 50 verschiedene Wege sind. Ach du Scheiße. Was ist denn, wenn ich versuche nach oben zu gehen? Geht das auch? Das geht anscheinend auch. Hold on. Someone's there. Jetzt werden wir eingesperrt. Dann kann ich die ganzen Türen... Ah, die schon wieder. Kann ich die ganzen Türen da hinten nicht mehr begehen. What the? Yuri? Oh, it's Yuri! Huh? Hanks? Hanks, everyone, you're all okay. Hey, that's my line. Why are you inside the castle? Yeah, you all too. Yes, well, Sir Flynn ordered me to lead the evacuation of the citizens. However, I realized that the inhabitants of the lower quarter were nowhere to be found. It wasn't part of my orders, but you see... The exit collapsed, and a strange fog covered the ground. We were in quite a fix. Thanks to these knights, we escaped the fog and came here. They saved our lives. I am prepared to receive punishment for violating my orders. I say, we will take the same punishment. Punishment? I'm just an old man, boys. Anyway, isn't it the duty of the knights to protect the citizens? You did well. This is an honor. Captain Raven. Don't call me Captain. I'm just Raven. Sir, I apologize, Sir Just Raven. Looks like somebody respects you. I never would have believed it. Guess you can't judge a book by its cover. This is great, Yuri. I forgot how tough everyone was. What was I worried about? I don't know why, Yuri, but you look happier than I've ever seen you before. Yeah, she's right. Did you see the former commandant? Sir, no sir, but we overheard the royal guard outside. Something about the sword stair? The sword stair? That really tall thing we got blasted off of. So that means he's still up there. Sounds like smoking scoundrels both like high places. The problem is, only important people can get to the sword stair. There's some special mechanism. I can take care of locks. Rita can take care of formulas. We can do it. You said it. Hanks, all of you should stay here and hide. Let's go. Hier ist also unser Safe Room.
Ah, und hier können wir uns anscheinend heilen, so wie es aussieht. Good to know, good to know. Isn't this great? Now everyone in the lower quarter is safe. Yeah. Now all that's left is crushing Alexei and saving Estelle. You must be so proud that your men are finally doing some actual work. I've tried to tell you, I don't have any men. There was a real sparkle in their eyes when they were looking at you, old man. How can someone respected by so many be so cold to his friends? All right, Raven's starting to think he's had about enough of these shenanigans. Speichern wir. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass wir jetzt doch den Rest auch uns angucken können. Wäre merkwürdig, wenn nicht. Ah, ab jetzt haben wir auch Gegner hier. Vorher natürlich nicht. Warte mal. Ich glaube, ich will vorher nochmal in den Raum hier links reingehen. Jetzt dürfte ich ja wahrscheinlich auch hin, oder? Ja, jetzt darf ich hier rein. Oh, okay, nee, ist nur noch ein weiterer Gang. Oh, Gottes Willen. Ich werde mich hier extrem verlaufen. So viel sollte klar sein. Aber wir haben ja auch einen ganzen Part Zeit. So. Was? Ich darf da nicht mal rein? Okay, das erleichtert es dann. Wenn diese Türen alle nicht begehbar sind. Wieso rot? Ich bin doch von vorne reingelaufen. Sind ganz schön stark, diese Ritter. Just like that next time, guy. Okay. Kann ich mich umgucken. Achso, das lag hier hinten. Also ich kann nicht in diese Türen rein. Zumindest nicht in alle. So, da geht's auch noch raus. Schön angesäbt vorher noch. Patty will mal wieder nicht zaubern. Warum auch immer. Ja, sie ist jetzt anders überleben. Ist aber auch egal. Gegner sind trotzdem tot. Das ist das Wichtigste. Ah. Mal eben eine neue Waffe für sie. Das ist leider schwächer. Ist aber ihre Spezialdingsens drin. Gut, fürs Leveln. Aufbewahren. Ne? Da kann ich auch nicht rein. Okay. Dann gehe ich erstmal hier runter. Eine Zelle. Oder nicht Zelle, Gefängnis. Hier Sachen finden kann. Apfelgummi, okay. Das habe ich jetzt verschwendet. Mehr oder weniger. Ah. Stimmt, ich hatte ja auch irgendwie eine neue Rüstung oder so gefunden. Wer trägt denn nochmal Schutz? Keiner von mir. Ihm könnte ich das geben. Gut, wenn ich Estelle irgendwann wieder habe, dann kriegt sie das Gute und der kriegt hier das Mittelmäßige, weil ich ihn ja eh nicht benutze. Der ist sogar besser. Okay. So. Naja, zumindest muss ich nicht durch die ganzen Türen durch.
Die Kraft des Rings verleiht dir Macht über den Himmel. Wenn alle 8 Flügel ausgebreitet sind, erscheint über dem Kind des Vollmonds ein Kreis aus Licht. Dann wird sich die 4. Tür öffnen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich darauf schießen muss. Umhang. Ich treffe ihn auch einfach nur nicht. Sehr merkwürdig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich... Oder ist das da, wo ich hin muss? Später. Not sure. Maybe. Okay. Ja, ich weiß, dass es da weitergeht. Geradeaus. Aber ich kann jetzt bestimmt auch hier nach links. Oh yeah. Okay, darf nehmen. Achso. Und verschieben. Don't need this right now. Don't need this either. Bevor ich jetzt da runter kletter, ruckel, ruckel, gehe ich erstmal hier lang. Da steht, wenn 2 Flügelpaare ausgebreitet sind. I don't understand. Ich dachte, ich muss darauf schießen. Vielleicht später erst? Dann gehe ich doch erst nach unten. Aber hier habe ich schon wieder so viele Möglichkeiten. Ja, warum nicht? Okay, jetzt bin ich nur hier unten in diesem komischen Dungeon. Den schwachen Gegnern. Ich glaube auch nicht, dass ich hier lang muss. So eine Wasserverschwendung hier unten. Ach, ich weiß es nicht. So difficult. We'll destroy them in no time. A caprice of innocent waters. Rid them thy undefiled purity. Hey, help me out when I'm casting. All right, I'm on it. Take this. Take this. Sharpened rage. Let through that. All right. They know each other. Nie gerade ein Schwert gedroppt? Wahrscheinlich kein gutes Schwert. Interessant, dass die Türen immer noch offen sind. Huh? Man, I want some more. Tja, da können sie nicht viel machen, ne? Wenn die Zeit immer angehalten wird. Nicht wieder hier. Kann ich mich ja eigentlich heilen, ne? Ich verstehe halt wirklich nicht.
Was ich mit diesen Kugeln machen muss. Ich hätte gedacht, dass man da drauf schießen muss. Im Ring. Hier ist auch wieder ein Speicherpunkt. Ich dachte, ich hätte auch irgendwas von diesen Engelstatuen gerade in der Komplettlösung gelesen. Da gucke ich nämlich mal kurz rein, bevor ich anfange zu zocken, dass ich, wenn es nötig ist, einen Guide habe. Ne? Deswegen bin ich ein bisschen confused. Bin ich jetzt wieder... Okay, ich bin im Kreis gelaufen. Also irgendwas müssen wir machen, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Leiter runter müssen. Wobei, wartet mal, da war ja noch ein Weg. Glaube ich zumindest. Ja, hier zum Beispiel. Was ist denn, wenn ich hier in der Mitte durchgehe? Und dann hin? Da war ich da auch schon mal. Hier sind wir definitiv wo neu. Das ist... uiuiui. Die haben es aber auf mir abgesehen, ne? Das hier ist doch neu. Und jetzt kriege ich gleich einen Hinterhalt reingedrückt. Okay, ich konnte zumindest den Hinterhalt verhindern. Nuke them all away. With your mightiest spells, please. Okay, das ist nicht der stärkste Spell, aber besser als nichts. Und jetzt klopft sie wieder drauf, anstatt weiter zu zaubern. I don't get it. Resound, O cry of victory! Auch wieder Türen, die sich nicht öffnen lassen. Was gibt's denn hier? Mehr Gänge. Daneben geschossen. Okay, ich verstehe diese ganzen Hinweise überhaupt nicht. Wenn die Frau der kleinen Flügel in der Finsternis sanft lächelt, wird sich die erste Tür öffnen. Sag mal, was willst du von mir spielen? Ich muss mal eben gucken, was man machen muss. Okay, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, denn man muss diese Kugeln in einer bestimmten Reihenfolge abschießen. Ja? So. Das ist das Problem. Ich schreibe mir mal eben die Reihenfolge auf. Ich habe hier nämlich... So, erstmal einen Zettel rankommen. Ich habe hier nämlich so eine Karte. Und, ja. Mit nummerierten Räumen. Das heißt also, da weiß ich dann gleich, wo wir hin müssen.
Außerdem können wir noch 2 nette Gegenstände finden. Ja, ich schreibe es mal eben kurz auf. So, das Merkwürdige ist, das hier ist tatsächlich die erste Kugel eigentlich, die wir abschießen müssen. So, warte mal, jetzt habe ich vergessen, die Map rüber zu ziehen. Das ist kein Problem, das geht schnell. So, okay. Also, weil wir befinden uns jetzt gerade in Raum 22. Und angeblich ist das hier die erste Kugel, die wir abschießen müssen. So, jetzt gehen wir rüber. In diesen Raum. Also Raum 22. Nee, Quatsch, Raum 20. Mach ich nur für die Gegenstände. You picked the wrong people to fight. Was mich jetzt nur verwirrt ist, dass hier ebenfalls eine Kugel ist. Momentchen. Also nee, Quatsch. Die hat ja schon ihre Flügel ausgebreitet. Nee, passt alles. Okay. So, jetzt muss ich den Weg zu Raum 11 finden. Und der ist gar nicht so wahnsinnig leicht. Zum Glück sind diese schlechten Ausreden von Rittern relativ langsam. So, ich kann mal eben gucken, ob das hier für Repeat besser ist. Höchstwahrscheinlich ja. Ja, eine ganze Menge. So. Jetzt sind wir wieder in Raum 8. Das hier müsste 9 dann sein. Dann müsste hier 10 sein. Dann müsste hier 11 sein. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt reicht hat. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wie ich mein Glück kenne. So, jetzt müssen wir nach Raum 20. Wo ist der denn? Muss ich wieder zu Raum 20? Ob ich was verwechselt habe? Maybe. Vielleicht habe ich was verwechselt. Da, wo wir gerade die Gegenstände gefunden haben, da soll ich jetzt als nächstes hin. Wenn man doch nur mal treffen würde, ey. I gotta try and keep up. Are you done already?
Irgendwie glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nämlich, dass es verschiedene Reihenfolgen gibt, wie das Ganze funktionieren kann, weil dieser Engel ist der Einzige, der seine Flügel bereits ausgebreitet hat. Weil laut meiner Dingsens muss ich jetzt ganz zurück zum Raum 5. Jetzt muss ich mal eben auf die Karte gucken, wo ich gerade bin. Ich bin gerade 18. Ja, okay. Das kann doch gar nicht funktionieren. So, jetzt bin ich in Raum 6. Der ist aber nicht verbunden mit 5, sondern mit 2. Von 2 kommen wir nach 3. Und hier muss 5 sein. Ja, und das soll angeblich alles sein. Aber ich wette, dass das nicht funktionieren wird, weil die Flügel... Also ich kriege halt auch keine Reaktion, ne? Ich kriege keine Reaktion, ob das jetzt richtig war, was ich gemacht habe. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Oh well, let's see. Und sonst muss ich eben so lange rumrennen, bis es funktioniert. Ich speichere, glaube ich, trotzdem mal. Und benutze mal ein bisschen Gummis. Wir sollten ja genug haben. Falls das jetzt wirklich funktioniert hat, aber ich krieg halt überhaupt kein Feedback, ob es funktioniert. So you have come at last. A Christian? No, wait, you were... Meet Chroma, special advisor to the Imperial Knights, Alexei's personal assistant. Alexei's, but that would mean... Then she's an enemy? No, I am not. For the time being, in any case. That's not a very comforting way to put it. Sorry, but we got somewhere to go. If you're here to fight, fine. If not, maybe it could wait until later. Who is it you would fight for? What do you mean? That poor, pathetic young girl? She doesn't need your pity. You are being really vague. Come on, spit it out already. I cannot know what that one saw in all of you, but I wish for you to stop him. Okay, that made no sense. Did anybody get what she was trying to say? Maybe she wants us to stop Alexei? Maybe. It would... Yes, Estelle should be just up ahead. Aye, but stopping is... Maybe it was more like, go nail... I could handle that. Ja, ich glaube nicht, dass das schon funktioniert. Weil, wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, dann haben noch nicht alle Engel ihre... Aber... Ach, ich verstehe es nicht. God fucking damn it. It's an ambush! Relax. Come on, Not too shabby for an old man, right? Weil eigentlich will ich erstmal an die Kisten ran. Geistdame. Stellt 10% der maximalen TP für jeden besiegten Gegner wieder her. Ja, das ist zum Beispiel bei dem bei dem Verbrauch hätte ich ja gesagt, ja, Yuri ist der aggressivste Kämpfer, für den macht es eigentlich am meisten Sinn. Und ich habe vergessen, wie er hieß. Oh Mann, ist aber besser als das, was ich damit trage. Ja, na klar, logisch.
Wie ist die Scheiße? KP? TP. Weil er ja sowieso den höchsten Verbrauch hat. Und man sieht auch schon, glaube ich, dass es nicht funktioniert hat mit den Dingsens. Gewand der Ältesten. Das ist doch schick. Von 1 bis 4, vorne nach hinten, dunkel zu hell, weiche davon ab. Die Katastrophe ist gewiss. Ich wusste, dass es nicht funktioniert. Ich wusste es. Super. Ganz, ganz toll. Ich gucke mir mal ein YouTube-Video an. Dann sehe ich nämlich auch, ob man eventuell wirklich ein Feedback kriegt, wenn man mit dem Richtigen anfängt. Weil ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja. Gib mir einen Moment. So, ich habe es jetzt mit Hilfe eines Videoguides gemacht. Und ja, man kriegt ein Feedback, wenn man den Richtigen anschießt. Habe ich nur leider nie gemacht, den Richtigen anschießen. Hab vorher nochmal gespeichert, habe mich nochmal bei der Küche aufgefüllt. Nur Rita hat jetzt ein bisschen was verloren, weil wir gerade noch in einen Kampf verwickelt wurden, aber meine Leiste ist voll. Sollte also jetzt... Oder muss jetzt funktionieren. Ja, siehst du. Wir kriegen sogar noch mal einen Speicherpunkt. So großzügig ist das Spiel. Gott, bei mir im Zimmer sind es immer noch knapp 30 Grad. Da waren wir es jetzt Viertel vor 9. Am 13.8. Aber diese Scheißhitze, ey. Ursprünglich war heute auch ein Livestream geplant. Also am 13.8. Ist für euch jetzt natürlich schon Ewigkeiten her. Also inzwischen habe ich vielleicht das Spiel, was ich da anfangen wollte, schon längst fertig gestreamt. Nicht Blair Witch. Ich dachte mir, beim Tales spielen wird das Zimmer nicht ganz so heiß wie bei einem Spiel mit einer vernünftigen Grafik. Und ja. Gut. Let's do it. Astounding. I thought that crash would have been the last of you. If we hadn't been lucky, you just might have gotten your wish. You can let her go now and save yourself some pain. Or we can break you first. It's your call. Sorry to be a bore, but let's say I refuse both of those. I'd be happy to decide for you. The princess was splendid. Her power equals the ancient children of the full moon. Every person has a role, and the princess has played her part exceedingly well. If she's done her part, then we'll take her back right now. As you wish. Plötzlich muss ich husten. Estelle! She a little bit brainwashed. Estelle! Snap out of it! Wait, it looks like she's being controlled. Ugh, that's not fair. That's not fair, Alexei. What would you do with the princess now? Her power has subsumed her will entirely. Her power has finally been controlled by a system I have put into place. Blastia that go out of control must be destroyed. You should know that. Don't talk about Estelle like she's just some thing! Oh, but the princess was a tool most crucial to my plans, as were you, Schwan. And since you survived, I will use you again. Return like the puppet you are. Sorry, but you buried that poor schmuck alive yourself. I'm Raven. Pleased to meet you. We all have a role to play, but each person has a say in what that role is. Even though so many live such meaningless, mundane lives? I think not. If they choose that life, then so what? That's what deciding for yourself means. You have no right to decide whether they're meaningless or not.
How unfortunate. We will never see eye to eye. No! Estelle, don't do this! Damn it! Muss gegen Estelle kämpfen. I am so gonna make you hurt. Oh well. Hat, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viel abgegeben. I can't hurt her. I can't hurt her, and yet I'm doing it. Estelle, snap out of it. I guess we don't have a choice. Alexei, this is all Alexei's doing. Priest of innocent waters. Aber das war nur die erste Phase. Perhaps that was not enough power. Die zweite wird noch interessanter, weil ich dann mit Yuri alleine gegen sie kämpfen muss. Das habe ich mich schon leider gespoilert. Thanks to you, this new key to replace Dane Nomos is now complete. As a show of my appreciation, I will allow you to witness the fruition of my plan. The awakening of the true child of the full moon. Ja, Anime-Cutscene. Die mag ich immer. Sind sehr detailliert gezeichnet. Nun wird die Welt untergehen. Nein, wird sie nicht, weil ich noch eine ganze Menge machen muss. Habe ich schon gesehen in der Komplettlösung. Piu! It fired a blast to wherever. Into the ocean. Oh, das ist aber ein dicker Kristall. Vielleicht ist das ja das Endgame-Dungeon. Vielleicht auch nicht. Atlantis. Sieht aus wie ein Ring. Ha. What is that? We saw that at Miorzo. It's that ring we saw in the mural. Success! At last I have done it! Behold, the greatest remnant of the ancients, the enduring Shrine of Zalde, the ultimate Blastia, which once obliterated the catastrophe that threatened our world. That's a Blastia? Maybe you could save this little speech until you get some alone time. You're embarrassing yourself. The show, I am afraid, is over. It is time for the final curtain. Now, Princess, do your friends the favor of separating their heads from their bodies. Bastard! None of this would have happened if you hadn't insisted on coming here. Oh, how the poor girl will feel when she comes to her senses. Farewell. Als ob sie eine Chance gegen mich hat. Damn you, Alexei, wait! Get back here! Alexei! Alexei! Estelle, don't! Und da ich das Schwert habe, bin ich der Einzige, der sich noch bewegen kann. Please. Before I can hurt anyone else. Please. Kill me. Nö. I'll set you free. Yuri! Yuri! What the hell do you think you're doing? No more, please! Do you really plan to die here? You think it's okay to die? Look me in the eye! Estelle!
You're gone. She's pretty strong. Wenn ich alleine gegen sie kämpfe. Denke, ich sollte mich heilen. Was nehme ich denn zuerst? Ich glaube, ein Mischgummi wird schon erstmal reichen. No more. You're gone. Out of my way again. You're gone. Und wieder ran. Das war's? Das war ja easy. Estelle, snap out of it. Das war ja easy. 2. Stern. Seltsamer Spiegel. Was ist denn 2. Stern? Schon wieder Anime. Na, hat das gereicht? Come back to us, Estelle! Are you just gonna let your life end like this? Like someone else's tool? I want to. Der Sound ist zu leise. You did it, Estelle! You're you again! Wait! The system! It was being kept in check by Alexei's sword. Without that... I can't stop it now! Everyone, run! Don't worry, we're not gonna lose you! I might be able to use his system. Amazing. It's synchronized with Estelle. Interference deactivation data. A formula to isolate surplus air. But what could possibly take the place of the Apatheia? What about this sword? This is the original that Alexei based his on, right? Let me try it. Let me help. I'll keep track of the flow of air. Me too! I'll help out. Oh, damn this useless body. Please! Everyone! What did I say? We're not gonna lose you. When brave Vesperia does something, we do it right. Okay. Yuri, the sword! Here! Welcome back. Nice to be back.
The enduring shrine of Zaude. That's what he said. Have you heard of it? No, that's the first time. I wonder what it is. I don't know, but I know what he's gonna use it for. World domination. Do you really think he can do that? He sure thought he could. We knights are always one step behind. We never would have been able to free the capital if it weren't for Yuri and the others. Much less stop the Blastia from spreading this danger across the land. It was the knights that protected the capital from Heracles, though. They're the only reason we were able to even get into the capital at all. Even with Lady Estelle. Hey, Estelle came back on her own. I'm still grateful, though. Thank you. Quit it. You're creeping me out. Alexei owes the world for all he's done. He owes us. Tomorrow, I'm going to the shrine of Zaude. I assume your friends will be with you. Yeah, everyone's resting up for tomorrow, so spare me any guilt trips tonight. Okay. Captain, so this is where you were. You again. Negotiations with the Union are difficult. It seems they can't even agree with each other. And one more thing. The Council intends to cede all authority to His Highness Yoder in order to control the current crisis. Due to your success in liberating the capital, His Highness has pronounced you acting commandant. Congratulations! Well, this cleans up one of our problems. Congrats. Watch your tone. Yuri, you're the one who really did all this. Details, whatever. Well, I guess I'll go check on the others. See ya. Okay, jetzt sind alle wieder freundlich, ja? Die Frage ist, wo sind die anderen? Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Sind die in der Küche? Sind die sonst wo? Rennen wir wieder alleine durch die Gegend. Das hatten wir Estelle so lange nicht mehr bei uns, dass wenn wir sie wieder im Team haben, die erstmal ein paar neue Spells wahrscheinlich direkt erlernt. Was ja auch nicht schlecht ist. Vielleicht hier? Im Speisesaal? Ja. Hier gammeln sie alle. Wobei, ne, nicht alle. Aber ein paar. What's up, Carol? Oh, Yuri! Take a look! It's as good as new! Good to see you're as useful as ever. That's not yours, though, is it? It's mine. Thanks. This boy's been fixing up all the stuff that got knocked around in that commotion. He even went back to the lower quarter to pick all these things up. Actually, Rapide found most of it. These are my favorite shoes, and you can't hardly see where they got torn. This guy's awesome. He sewed up a dress that was very important to me. Thanks again for that. Are you sure about doing this, Carol? Tomorrow's the final battle. It's okay. I was actually a little worried. I couldn't really sleep anyway when I started thinking about the battle tomorrow. I just thought I might as well help Na, out das ist if there aber was noch nicht die anything I finale could Schlacht. do. Da kommt noch was. I didn't think Rapide would want to come help. Hab noch irgendwas von Elementargeistern gelesen. He probably guessed what you were thinking. He doesn't just go along with anything. Yeah, I guess. Well, don't push your luck. Ah, come on, Rapide. Oh, this boy's got a bright future ahead of him. You are looking at the esteemed boss of our guild. You might learn a thing or two from him yourself, you know. I walked right into that one. Memories support the heart, and our dearest possessions are the vessels for those memories. Thank you, young man. I'll just do a little more, and then I'll call it a night. Okay, just don't overdo it. Yeah, I know.
So, wo sind die restlichen am Rumgammeln? Alle im Schloss verteilt, sodass ich erstmal alle wieder suchen darf. Links oder rechts? I don't know. Irgendwie glaube ich nicht, dass hier irgendwer ist. Nee, hier ist keiner. Hier haben wir... Okay, hier steht schon mal Paddy rum. Wandering around. I'm making sure you guys aren't causing any trouble. I see. You're wandering around so you can cause some trouble. No, I said... never mind. I'm so glad that Estelle's back. And that we didn't have to kill her. Yeah, I feel the same. If we hadn't been able to bring her back, would you really have killed her? Why do you ask? Because... I don't know, is what I'd like to say. But if Estelle hadn't heard my voice when she did, I probably would have killed her. How can you go to such lengths knowing it's going to hurt you? Estelle's my friend, and I can't let a stranger take care of my friend's problem. Besides, I'm not the one who it hurts the most. A friend's problem? Yuri, you're really strong. Strong, huh? I don't know about that. But what about you? Did you forget your search for the Maristella? Right now, I'm focusing on beating the bad guys. Besides, I haven't forgotten. If anything, I've got a great memory. A great memory, huh? What's wrong? Yuri, I'll never forgive Alexei. Sacrificing someone for his own desires, I could never forgive that. Yeah, I know what you mean. That's why, we can't let Alexei get away with what he's done. No, he can't. Oh, right, Yuri. Guess what? The Maritime Guild, Gulsong, is rushing to fix our ship. Gulsong? Isn't that Tokunaga's guild? Yep. We'll be able to use the Fiertia in no time. Alright, then we'll use that to take Alexei down. Of course! So, Yuri? Patty. Huh? If you're having difficulty saying it, there's no need to force yourself. I'll listen when you're ready to talk, so go get some sleep. Good night. So, müssen wir nur noch die anderen Pfeifen finden. Ich frage mich, wann ich den komischen Wal wieder benutzen kann. Der komische Wal. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendjemanden finde. Nein. Okay, hier steht schon mal Judith rum. What are you doing, Judy? I'm trying to see if I can contact Pharaoh again. If Zauda is connected to the ancient catastrophe, Pharaoh might know something about it. Isn't he gonna ask about Estelle? I'll tell him it looks like everything will be okay. All right, thanks. You know, the only real goal I've had in life has been to destroy the Hermes Blastia. I didn't have to think about other things while I was doing that. Other things? Oh, this world. Me. Lots of things. Had I never met Estelle, I might still be flying around with Baul, not thinking of anything. Pharaoh said you'd change too. Don't get me wrong. I'm telling him Estelle will be all right because I really believe it. I have no intention of ignoring the Blastia or the air. Is that part of the lots of things you mentioned? Sorry, forget I said that.
I won't kill Estelle. Nor will I let her be killed. I also can't let Alexei go on. Okay, we head out tomorrow morning. Just get back by then. Understood. Judy. Let's win this one. Okay. So, ich frage mich, mit wem ich noch alles sprechen muss. Und wo diejenigen sind. Kann ich hier nochmal rein oder ist das Ding jetzt zu? Ich denke mal nicht, dass ich hier noch durch kann. Nö. Tja. Ja, ich habe mal eben die Aufnahme an, bis ich den nächsten gefunden habe. So, hier ist die nächste Pfeife. In seiner alten Zelle. He's actually sleeping. Man, I can't tell if he's brave or just stupid. Weren't you gonna have a touching reunion with your bestest pal? No, it's that lieutenant of his. Oh, well, I guess I can see that. What do you mean? Well, it's just, she's so serious. Gotta be careful not to rub her the wrong way. I'm not rubbing anything any way. Well, you most certainly can't please all the people all the time. I guess you're right. So what are you doing here? Oh, just thinking about stuff. With all we've been through, I guess I'm just trying to figure out what I should do with myself. But I keep coming up empty. Change wears me out. You chose your own life. At this point, you should be able to do anything you want. How do I put it? I already died once. Now I'm thinking about a bunch of stuff. But I guess thinking about settling things with Alexei is enough for now. The rest will probably come out in the wash. Sounds okay to me. Speaking of settling things, I filled Estelle in on all the stuff that happened. Guess what she did? She said I had to let her do the same thing everyone else did. So she smacked me on the head. Called it even. That's Estelle. It kind of hurt, actually. Well, I think I'm gonna catch my shut-eye in here. Suit yourself. Try not to oversleep for once, though. So. Estelle und Rita sind wohl in der Nähe. This will bring the value back down, so the discrepancy with this should... Nope, it's nowhere near enough. Yuri! What are you all doing out here? Shut up and leave me alone! Oh, it's you. Nice to see you too. So what kind of experiment is this anyway? Is something wrong? No, it's being kept well under control, and it's stable. As annoying as it is to admit, Dane Nomos and this system of Alexei's are both pretty amazing. So then where's the problem? The effective area of control is more limited than I thought. The control barrier originates at the barrier Blastia. She's stable inside it, but she can't leave. I guess Dane Nomos alone couldn't take the place of all those Apatheia. So long trips are out of the question. Also, the barrier Blastia is part of the system. As long as it's in use, this city is defenseless. That's why I'm out here trying to figure out a way for her to move around freely. Why can't Estelle just take Deinomos with her wherever she goes? It was really only designed to contain air that's gone out of control. I don't think it could actually affect Estelle in any way. I guess that's how it was with Duke, too. Don't worry, I'll come up with something. Or my name isn't Rita Mordio. I won't let Estelle wind up trapped like that again. Nobody treats my friend like just some thing. Okay, I'll leave you to it. Nothing to worry about. You've got the best genius under the sun with you. Yes, I know Rita can help me. I'll have this ready by tomorrow. You get yourself to bed.
Okay, okay. Don't push yourself too hard. Same to you, Estelle. So, jetzt haben wir mit allen gesprochen. Jetzt müssen wir mit dem Mann mit der Mütze sprechen und dann kommen wir weiter. Ready to call it a day? You coming too, Rapide? Tomorrow, we fight. Hope everybody can get some sleep. Going already? It looks like things here won't be settled for a while. I had hopes that we'd have the guild ships at our disposal. I heard they've been having some issues. It seems they've been unable to decide on a course of action since the Dawn's passing. It looks like I'll be one step behind you again this time. No hard feelings, no matter which of us gets to Alexei first, right? Oh yeah. Are you done trying to get Estelle back? I mean, she's still a princess. And what about all that stuff with the Imperial succession? The Council has chosen Yoder as their leader. For all intents and purposes, he's got their nomination for the throne. Okay. So that's why you don't need to chase her around anymore? That's not it. It's just that I've finally come to terms with the choices she's made for herself. Wow, you sure loosened up. Don't give me a hard time. It's something I've had to struggle with in my own way. Well, she'd be happy to hear it. I'll bring the problems of the air and the Blastia to His Highness's attention. He'll be able to come up with some way of helping, I'm sure. As for Lady Estelle, Yuri, you have my confidence. I appreciate it. Sorry for being such a pain. Well, I'm gonna get going. See you at Zaude. As far as anyone is concerned, the capital was retaken because of my efforts. It isn't just with this, though. No one even knows the things No, that brave Vesperia has done. They don't even try to learn the truth. Are you really okay with that? Okay. So, wir haben ja irgendein Schwert gekriegt. Mal gucken, ob das besser ist als sowas. Tatsächlich. Das erste ist für ihn ein Schwert mit einer verborgenen Botschaft. Ist ebenfalls spezial drin. Auch wenn das viele Sachen schlechter macht. Aber es ist ein ganzes Stück stärker vom Angriff her. Von daher. Ich frage mich, ob ich hier auch nochmal bessere Sachen kriege. Oh well. We shall see. Hat er auch Tipps für mich? Ja, okay. Auch spezial drauf. Stab. Vagabund 2. Irgendwie 1. Noch eine Axt. Strohmaske. So. Okay. Zeit aufzufüllen. Auch wenn ich gar nicht so viel verbraucht habe. Nämlich fast nichts. Komische Waffen, die der hat. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das alles stärkere Sachen sind, wie die ich aktuell habe. Ob ich das auch synthetisieren kann? Ah, jetzt habe ich wieder den Bug.
ich hasse das. Manchmal kriege ich diesen Bug, dass ich dann nicht mehr runterdingsbumsen kann. Nein. Vielleicht sollte ich erst warten, bis ich mit allen wieder vereint wurde. Cancerous. Na, siehst du, kann ich doch neue Sachen machen. So, was kann ich denn alles neu machen? Ja. Okay. Lied der Gaia. Sandalen habe ich, glaube ich, schon. Ist doof, dass das nicht automatisch wieder nach oben geht. Ein Goldhelm kann ich jetzt auch herstellen. Helden sollen ihn getragen haben. Ganz schön schweres Ding. Ja. Goldreif, ja. Das können gleich mehrere tragen. Ah, Schildkrötenschwanz. Bräuchte ich davon mehrere. Damit hätte ich das gewusst. Hätte ich mehr gefarmt. Ja. Da fehlt mir das blöde Eis, was diese Eismonster gedroppt haben auf den Eisschollen. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Hm. Davon habe ich schon einen. Okay. Platingewand. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was davon besser ist. Ich muss erst warten, bis ich wieder mit meinen Dingsens vereint bin. So, jetzt schleppe ich einen Katana durch die Gegend. Kann man ja auch mal machen, ne? Hyper-Kombo. 1, 2 und 3. Oh boy. Ah, das können wir auch tragen. Ist aber für uns nicht gemacht. Sondern eher für einen Repeat. Das ist schon das Stärkste, ne? Ja, bei weitem. Attacke unwirksam, Zauber unwirksam. Siehste. Ja, das ist schlechter. Aber wir gucken nachher nochmal. Weil ich glaube, dass wir aus der Stadt rausrennen müssen, damit es weitergeht. Ah, da warten sie schon alle. Okay. Morning, Yuri. Yuri, you're such a sleepyhead. Looks like I overslept a little. My hair is a mess. Is that all you're worried about? Sounds like we're all good. Here you go. You pulled it off. Now we just need Judy and Estelle. Here I am. Good morning, everyone. Oh, morning, Judith. Were you able to get in touch with Pharaoh? Yes, but you won't like what he told me about Zaude. He says it's a place that must be left undisturbed by both Intellekea and humans. I wonder why. Such an encouraging send-off. Well, it's not like we can just say, oh, thanks for telling us, and not go. Alexei's at Zaude, and I'm really not in a mood to just let him go. We can't just turn back now. You're right. Pharaoh will have to understand. We already came this far. We can't stop now. Besides, if we just ignore him, the whole world's gonna be in all kinds of trouble. That's the spirit. Now we just need Estelle. Rita, did you see her? Estelle won't be coming. Hmm? She can't fight anymore. Wait, you don't mean... The control was a success.
but she needs to avoid air interference in order to keep her power from activating. Huh? But all Blastia need air to work, don't they? Yes, so I tried the same thing as Raven. Using her own life energy for power. Are you serious? I really wouldn't recommend that. I couldn't find any other way. At least she can use formulas without worrying about air. But it's not just controlling the power of the child of the full moon. Even Arts will use her life. She could be in serious danger if she had to exert herself. Oh no! So she won't be coming with us anymore. And was she okay with that? No. Ja, nö. Estelle! Hey! You're just here to see us off, right? Rita, I'm sorry. Please take me with you. What did I tell you? You'll lose your life just by using your arts. You could go on living with no problem if you just wouldn't use them. I sat up all night thinking about what you told me. At first I thought, finally, I'll be able to live a normal life. Yeah, you've suffered enough. You can rest now. Thank you, Rita. You all are risking your lives to fight. Even the fate of this world is at stake. Knowing that, my only choice is to fight alongside you. Estelle! There are still things I can do for my friends. So I'm asking you, please, take me with you. I want to tell you now, but you decided this for yourself. I won't turn you down. Yes, and she doesn't really listen once she sets her mind to something. Ah, let's take her. Nobody likes having their friends run off to steal all the fun. Yeah, we'll all help out to make this easy on her. We're gonna blow that scoundrel away! Promise me one thing. You will never, never push yourself too hard. Got it? I'll never forgive you if you break that promise. All right. Trying to forbid this bunch from pushing themselves is pretty pointless. Thank goodness. It looks like I made it in time. Huh? Prince Yoder and Flynn, too? My, what an honor for His Highness to see us off himself. There you go again with that attitude of yours. You may have already heard, but the supply of ships has been delayed, so the knights are not yet able to leave for battle. Under normal circumstances, the knights should be the ones taking the initiative here. But you, as head of the Empire, I must apologize. Don't sweat it. It's not like we're doing this for the Knights or for the Empire anyway. This may be a bit presumptuous, but I would like to ask that you take Flynn in their place. Huh? Your Highness? At this moment, both in name and in substance, Flynn is the greatest knight in the Empire. I am sure that he will be of great use to you. Wouldn't you agree? But I must command the knights. As soon as the knights are ready, I will send them after you. You should be able to entrust your men with that much. Besides, are you not the one who desires most to settle things personally with Alexei? Your Highness. I, Eoder Argrios Hirasain, hereby command you on behalf of the Empire, Imperial Knight Flynn Shifo. Join forces with the Guild, brave Vesperia, and stop Alexei. Yes, sir. You heard His Highness. I'll be counting on you, Yuri. Even if I refused, you'd still come along, wouldn't you? So our next problem is just how to go about actually getting to Zaude. That's already been handled, right, Judy? Yes, of course. We still have that important friend of ours. Baul, is he okay? I told you, he's strong. Yep, we'll be able to use the Fiertia in no time. So everything's ready. This is it, the final battle. Yeah. Actually, no. So, jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich mein Team jetzt zusammenstelle, weil, naja. Bei denen gab es da noch coole Waffen. What's this? Was schwimmt denn da?
Ach so, das ist diese Festung, ja, ja. Ich habe jetzt, ja, die ist Formwandel. Advance form! Cerebral form! You're dead in the water. Put some spirit into it. What are you up to? Well, you know how Patty switches up her fighting style in the middle of battle? We thought we might be able to do the same thing, so we asked for a lesson. I don't think that's something that can be taught. You have to be born with a style that unique. No, Yuri. Start practicing with the others. You can never know until you at least try. I'm not so sure. Nonsense. Keep a positive mental attitude. You could be right. Here goes. Critical form! Haha! Victory is mine! We lost! Yuri, this is all your fault! Choosing critical like that? I thought you played it cooler than that. Carol and Raven, you owe me your gels for a while. Yuri, you get a thank you kiss. You were betting on me? Okay. Kann ich jetzt nicht mehr hier rein? Doch, kann ich. Weil wir haben ja bei dem Shop gesehen, da gibt es noch einige Gegenstände. Ich kann bestimmt noch was synthetisieren. Deswegen sollte ich das jetzt, wo ich wieder alle im Team habe, definitiv auch machen. Das ist schon alles durchgelernt. Okay. Ich habe ja eine neue Waffe gekriegt. Wieso sinkt mein Angriff so krass, wenn ich die ausrüste? Oh, das ist mehr magisch halt, ne? Ich meine, ich benutze ja eh als Zauberer. Von daher. Ich verstehe diesen Bug nicht. Ich verstehe ihn wirklich nicht. Manchmal kommt er. Und ich habe das Gefühl, das hat was mit den Sticks zu tun. Sticks. Synthese. So, was kann ich denn jetzt hier für meine lieben Leutchen machen, was stärker ist? Eiserne Jungfrau. Ah, das ist aber nur für Estelle. Ich habe auch kaum noch Eisengriffe. Ja, Äxte, ne? Das ist nur eine Axt, die Yuri tragen kann. So, was ist denn mit dir, Mädel? Naginata? Ne, deins ist, was du jetzt schon hast. Das Beste. Dunkelstern. Ja, das ist das, was wir aktuell ausgerüstet haben. Okay. Hätte ich nicht trotzdem irgendwas Neues gekauft? Ja, das hier könnten wir craften. Die sind aber stärker, witzigerweise. Was ich interessant finde, ist, wie alles jetzt auf einmal Spezial da drauf hat. Zauber und weiter. Ständige Zeitbombe. Lesen wir doch mal. Ermöglicht, sich unmittelbar nach dem Zaubern zu bewegen. Okay. Das Überlimit endet nicht, während ein explosives Art eingesetzt wird. Okay. Beim Erledigen von Gegnern durch Zauber werden eventuell die restlichen KP der Gegner als TP absorbiert. Okay, das klingt nett. Das ist schon interessant, dass wir das jetzt gekriegt haben. Was neu ist, ja. Wir aber trotzdem schon was craften können, was noch stärker ist. Deswegen crafte ich das auch schon mal, weil dann haben wir es wenigstens schon mal im Inventar, weißt du? Ja, Raven ist mir ja so komplett Wurst. Ja, ich könnte das auch filtern. Ja, das hätte man vielleicht auch mal machen können. Dann ist es leichter. Ja, okay. Kann man machen, ja.
Wundert mich, dass ich nichts Besseres für sie machen kann. Was trägt sie denn aktuell? Ein Schwert oder so? Ich glaube, sie trägt irgendein Schwert. Ja, und diese Sachen hier sind sogar noch stärker. Gerade der hier. Der ist noch stärker. So. Muss ich eben wieder ein bisschen farmen und durchlernen. Ups. Das war nicht richtig. So, hier kann ich auch was Neues craften. Das hier ist deutlich stärker. Wie kann ich denn nochmal... So kann ich das nachgucken. Okay, das ist definitiv das Beste. Ja. Siehst du, da kann ich nämlich auch schon wieder eine stärkere Version von machen. Welche ist wohl besser? Sind beide gleich stark. Erhöht ab und zu die Menge nach dem Kampf. Erhöht die maximalen KP um 800. Okay. Erhöht ab und zu die maximalen TP nach einem Kampf und... Ja, also, ja, okay. Spontan würde ich ja sagen, TP ist wichtiger. So. Das war das. Jetzt haben wir noch die Geschichte mit den Zweitwaffen. Ja. Witzig. Das senkt ihren maximalen Angriff? Interessant. Ich gehe mal auf Kaufen. Okay. Das ist auch wieder besser als das, was sie hat. Kompaktes Schwert. Warum kann man ein kompaktes Schwert kaufen? Wieso habe ich davon jetzt eigentlich schon zwei? Weil ich schon eins gekauft habe, ich Vollidiot. Ups. Ja, das war ja klar. Ich meine, gut, ich habe eh nur Kohle, von daher ist das nicht schlimm. Vor allem kann ich so eins umrüsten, wenn es dann wichtig wäre. Strickmütze? Ja, jetzt haben wir hier nämlich Goldrüstung. So. Für Yuri. Das trägt sie bereits. Heiliger Mantel. Siehst du, da kannst du direkt zwei von nehmen. Edler Bauchwärmer. Und dann sind das hier wieder Anfänger-Items. Warum auch immer. Goldene Stiefel. Das verstehe ich nicht. Jeder kann die tragen, aber es steht nicht, dass die irgendwas verbessern. Ich kaufe mal einmal. Weil normalerweise müsste das doch... Obwohl, es ist ein Zubehörteil, vielleicht deswegen nicht. Wenn ich dir jetzt die goldenen Stiefel anziehe. Erhöht eigentlich nur Beweglichkeit und Verteidigung. Wer könnte das... Oh, die trägt er schon. Interesting. Ah, nee, Quatsch. Oh, Gottes Willen. Mehr Beweglichkeit für Repeat? Eigentlich Sinn, ne? Die trägt Mithril-Stiefel, bei ihr würde das nicht so ganz so viel bringen. Ja, komm. Jetzt haben wir's. Ich hab's nämlich falsch rumgedingsbumst. Eiserne Jungpferd. Eiserne Jungpferd. Was laber ich da, Alter? Besser heilen, ne?
Okay, den trägt sie schon. Stimmt, Kopf. Habe ich gar nicht geguckt. Kann Patty das nicht tragen? Ja. Bringt ja kaum eine Verbesserung. Ja, dann kriegt den Judith eben. Judith. Ja, passt schon. Ich will mir jetzt auch nicht mehr so viele Gedanken machen, es ist schon so spät. Es ist schon so spät. Ja. Tatsächlich schlechter. Sie trägt jetzt das Stärkste, aber ich muss noch die Sachen durchlernen, alle. Von daher. Sie trägt noch das. Winwi +1. Hat sie das schon durchgelernt? Ja, hat sie alles. Ja, dann gibt es ja eigentlich keine Frage, nicht wahr? Ich meine, durchlernen muss ich sowieso alles, aber naja. Das ist schon interessant, nicht wahr? Dass diese Pistole ihren Angriff... Nee, die verstärkt... Ja, dass die beiden anderen Pistolen den physischen Angriff verstärken, aber das andere verstärkt magischen Angriff. Okay, das macht jetzt auch Sinn. Ich hatte mich nämlich ein bisschen gewundert. Ja. Okay. Dann haben wir es ja. So, bevor ich euch jetzt aber entlasse... Über die könnt ihr natürlich jederzeit abschalten, ne? Das ist ja euch überlassen. Aber jetzt, da ich mich ausgerüstet habe, wollte ich noch eine Sache probieren. Nämlich mit dem hässlichen Viech hier mal eben. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht dahin fliege, wo ich von der Story her hin soll. Das ist aber gar nicht so einfach. Da hören wir uns noch Laberababa an. Ich habe nämlich von einer Nebenquest gelesen, die mir dazu verhilft, meinen Hexerring auf Level 4 zu bringen, was wir brauchen, damit wir an alte Orte zurückkehren können, wo dann so Wände waren, die rissig waren oder irgendwelche Büsche den Weg versperrt haben. No, Rapide's already up over there. Should have seen that coming. Ja, Repeat kann sie immer noch nicht leiden. Ich verstehe zwar nicht warum, aber okay. Deswegen fliegen wir mal in die Qualle rein, jetzt wo wir den Wal wieder haben. Dann müssten wir eigentlich was triggern können. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr noch. Also vielleicht, ich weiß es nicht genau. Dann kann ich nämlich morgen, bevor es dann weitergeht, irgendwo ein bisschen farmen, um die Fertigkeiten aufzuleveln. Vielleicht. Dann mache ich auch noch heute Abend irgendwann. Es wird ja endlich langsam kühler hier im Zimmer. Und ja. So. Dann müssen wir zum Haus des Ältesten gehen. Bin mir nur nicht sicher, ob das jetzt schon geht oder ob wir dafür erst noch was anderes gemacht haben müssen. Anscheinend geht's jetzt schon. Greetings, Elder. What were you grumbling about? Gemurrt. Oh, you've returned. Look what I found when I was cleaning my dresser. You had a sword in your dresser? Hey, but this is... This isn't just any old sword. It looks like, you know... Yeah. No kidding. Not so much the shape, the vibe it's given off. Just what kind of sword is this? I was hoping you would ask. If memory serves, it is one of the 7 fell arms of legend. You mean the weapon spawned by the 14-headed monster from the fairy tales? I don't know how the story is told below, but here the legend is as follows. At the height of the ancient Blastia civilization, an attempt was made to produce special weapons. Eventually, this led to the creation of armaments of untold power. So these weapons are a legacy of the ancients. Well, De Nomos is real. Maybe this story is too. Is De Nomos one of these fell arms then? I'd say it's possible if what the Elder said is true. But if this really is one of the fell arms, why was it in your dresser, Elder? I can't remember for the life of me. It's been decades since I've cleaned this thing out.
You haven't cleaned out your dresser in decades? I don't know what to say. If these weapons are really as powerful as they sound, it might be a good idea for us to get a hold of them before they fall into the wrong hands. Yeah, there've been quite a few sets of wrong hands out there lately, too. Might we take us with us, Elder? Huh? Oh, fine by me. You're giving it to us just like that? To tell the truth, I'm glad it turned up, but I'd been wondering what I'd do with it. I've got no real use for it. Besides, it would be a shame to just leave something like this lying around. I figure you are just the ones to put it to proper use. Do you know anything about the other fell arms? Let me see here. According to the legend, the 7 weapons share a common bond. If this is truly one of the fell arms, it may react if brought near the others. But Dane Nomos hasn't reacted at all. Then perhaps it isn't a fell arm after all. Then how are we supposed to find them? Well, there's no point thinking it to death. So long as we have one of them, the bad guys won't be able to get them all, right? Maybe that's good enough. I agree. All right then, Elder. We'll take it off your hands. Thanks. Abysson, ein Schwert rot wie Blut. Die Klinge ist voller Zorn. Baul ist wieder da. It looks like Baul is back to his old self. There's plenty of air for him to absorb. He seems to have used it to heal his wounds. For all the trouble Alexei's caused, he's helping us out in some unexpected ways. That's not gonna get him off the hook, though. He can go wherever he likes. With Baul to help us, there's no place we can't follow. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das war eine Waffe für Estelle, nicht für mich. Sieht nicht so aus. Das ist krass, dass dieses Schwert so stark ist. Und dabei, ne? Ist das doch Fury? Ja, tatsächlich. Und, dieses Schwert hier, das ist noch die, ja, noch nicht die aufgerüstete Version. Also sprich, das muss man irgendwie noch, weiß ich nicht, ein Siegel da drin lösen oder irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen wie mit den Ultima-Waffen aus Final Fantasy X, dass man das noch aufladen muss oder so. Ich weiß nicht genau. Aber da muss ich mich noch reinlesen. Ich wollte es nur jetzt schon mal holen, weil, wenn wir dieses Ding nämlich haben, können wir zu einer dieser Ruinen fliegen. Wisst ihr, diese Steinhaufen. Und können dann im Prinzip weitermachen mit dieser Nebenquest und die restlichen dieser Waffen holen. Also noch nicht alle, aber ein paar. Und naja, dann haben wir mehr Content, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Gut. Gibt es sonst noch was? Aber das mache ich dann, glaube ich, beim nächsten Mal. Dann konzentriere ich mich jetzt gleich erstmal darauf, oder morgen früh, konzentriere ich mich erstmal darauf, die neuen Waffenfertigkeiten alle durchzulernen, die ich jetzt gekriegt habe. Das wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile dauern. Und, ja, dann können wir sozusagen, demnächst mit der Story weitermachen. Wobei ich kann hier nochmal eben rein, weil die komischen Gigantomonster, das darf ich auch nicht vergessen, da können wir auch noch eins von bekämpfen. Das machen wir dann aber auch nächste Woche für euch. Wenn man immer eins besiegt hat, kann man zu dem Typen hingehen und kriegt einen Gegenstand. Ich habe einen Brutal besiegt. Und wir kriegen ein Bumeranghorn. Horn von Brutal. Nicht stark genug, um als Waffe zu dienen, aber es soll Glück bringen. Ja. Oh, habe ich noch eins besiegt? Nee. Dass 4 von den Gigantomonstern getötet wurden. Soweit wir wissen, sind noch 7 übrig. Genau in der Mitte von Ylikia lebt der Chimärenschmetterling in einem Garten. Versteckt im Wald, ja, genau. Das ist in den Koi Woods, da die hier in der Nähe sind. Auf der See liegt die Heimat des Pterobronk in den unwirtlichen Bergen des Nordwestens. Da können wir nämlich jetzt zum Beispiel hin.
Auf dem Kontinent Schieß mich tot haust der Greif in einem bestimmten Feld. Eine kleine Insel, die auf dem Meer treibt. Poseidon lebt in einem geheimnisvollen Unterwasserpalast. Die grüne Gefahr lebt tief in den eher produzierten Wäldern von Tulbikia. Der blutige Schnabel lebt irgendwo in den Felsklippen von Wecker. Noch wissen wir nicht, wo sich weitere Gigantomonster aufhalten. Ja. Also es sind noch eine ganze Menge. Leg dich nicht mit Saude an. Okay, das auch noch eben. I wish he'd use regular words when he talked, though. Definitely. If it's really all that dangerous, you'd think he'd want to make himself clear. Maybe it was something Pharaoh had difficulty expressing in his own way. He did take the time to warn us. That shows at least some concern for our well-being, right? You mean that maybe he's warmed up to us a bit? Yes. Okay. Gut. Also wie gesagt, ich mache bis zum nächsten Mal. Lerne ich ein bisschen die Fertigkeiten durch. Und kann wieder mit Überlimits leveln. Geht halt schneller. Und ja, dann werden wir so ein bisschen Sidequest-Kram machen wahrscheinlich beim nächsten Mal. Werden alte Orte aufsuchen, wo wir jetzt oder dann mit dem Hexerring Level 4 durchkommen können. Und ja. Und vielleicht machen wir dann auch mit der Hauptstory schon weiter. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange die anderen Sachen dauern. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tenpinmaster. Tschüss.